Lange Zeit hat die Braunkohle, die ganz im Westen und ganz im Osten Deutschlands nur knapp unter der Erdoberfläche liegt, viel Wohlstand gebracht, Arbeitsplätze und Energie, sodass man dafür auch in Kauf genommen hat, dass dafür gewaltige Löcher gegraben werden und die Umwelt leidet. Um Deutschlands CO2-Ausstoß zu reduzieren, soll damit aber bis 2030 in NRW und bis spätestens 2038 in Ostdeutschland Schluss sein. Für den schwierigen Strukturwandel nach dem Ausstieg aus der Kohle stehen den betroffenen Regionen bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung. Ob das Geld richtig angelegt wird, haben Ökonomen gerade untersucht. Denn die Investitionen sollen nicht nur neue Unternehmen anlocken, sondern auch neue Bewohner. Was nicht gerade einfach klingt, gerade in einer Region, die zu DDR-Zeiten noch zu den dreckigsten überhaupt zählte. Ingo Groß. Ein riesiger Stahlbogen, der die Abraumschaufelräder des Tagebaus symbolisiert, ist alles, was an die Braunkohle-Vergangenheit in Bitterfeld-Wolfen erinnert. Von hier oben kann man auf eine Region im Wandel blicken. Wie der vorangeht, daran arbeitet auch Elena Herzl mit, die bei der Vergabe der Kohlemillionen vor Ort ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Genügend Arbeitsplätze, sagt sie, gebe es inzwischen hier. Das Problem seien die Arbeitskräfte. Mit unseren Projekten wollen wir die Strukturregion so gestalten, dass sie attraktiv für Zugzügler wird. Also dass die Menschen, die hier sind, hier bleiben, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir Menschen überzeugen, hier in die Region zu kommen. Viel Steuergeld wird dafür locker gemacht. 278 Millionen Euro bekommt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus dem 40 Milliarden Braunkohle-Aussteigertopf. Eine Fahrt durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Elena Herzl hat hier schon etliche Förderprojekte bearbeitet. Um die Aufgabe, die wir vor der Brust haben, zu bewältigen, brauchen wir große Projekte. Aber wir brauchen auch kleine Projekte, die die Attraktivität des Standortes steigern. Klein in der Förderwelt bedeutet Wohnungen und Kitas, groß die Erneuerung dieses Berufsbildungszentrums für 75 Millionen Euro, um noch mehr Lehrlinge auszubilden. Werden die Kohlemilliarden effektiv ausgegeben? Das untersucht unter anderem Oliver Holtemöller im Auftrag der Bundesregierung. Bisher im Großen und Ganzen ja, so das Fazit. Aber jede Ausstiegsregion sei anders, sagt er. Und auch die benötigten Berufsfelder seien im Wandel. Es wird im Moment sehr viel geschaut auf die Industrie, das verarbeitende Gewerbe. Man möchte gern neue Industriearbeitsplätze, aber die Musik spielt im Wesentlichen heutzutage bei den Dienstleistungen. Auch auf Forschung solle gesetzt werden, das passiere noch zu wenig. Erste Erfolge aber gebe es. Ortstermin mit dem Oberbürgermeister im sächsischen Delitzsch. Der hat große Erwartungen. Demnächst soll auf dieser Industriebrache ein Großforschungszentrum für die chemische Kreislaufwirtschaft entstehen. 1,1 Milliarden Euro gibt der Bund in den kommenden Jahren dafür. Erwartet werden vorerst 700 Arbeitsplätze. Wir gehen davon aus, dass etwa 1/3 im Bereich der Chemie-Spitzenforschung hier tätig sein wird. Wir haben 1/3 akademischen Mittelbau und 1/3 dessen, was wir so als Dienstleistungssektor im technischen Bereich eben betrachten. Zurück nach Anhalt-Bitterfeld, auch hier ein Geldsegen. Elena Herzl kommt mit dem Staatssekretär und 1,9 Millionen Euro. Investiert wird in den Umbau dieser alten Fabrikanlage. Jugendclub, Heimatverein und Bibliothek sollen dann einziehen. Geld aus dem Kohlemilliardentopf, das den Bürgern damit ganz direkt zugutekommt. Auch das empfiehlt der Prüfbericht der Wirtschaftsexperten.